Das ist der Marc. Marc hat eine Firma, die stellt Leuchten her, und zwar Hunderte davon, in zigtausend Formen. Die können seine Kunden ganz nach Lust und Laune gestalten. Die Kunden von Marc, die sitzen überall auf der Welt. Und der Marc, klar, der will seine Leuchten natürlich so schnell und einfach wie möglich an den Mann bringen. Aber der Marc hat ein klitzekleines Problem. Seine Firma verwaltet die Produktinfos, nämlich dummerweise nicht zentral, sondern wild verstreut. Die einen liegen in der Entwicklungsabteilung, die anderen im Warenwirtschaftssystem und im Vertrieb gibt's auch noch welche. Und da speichert sie natürlich auch noch jeder in einem anderen Format ab, wie es ihm gerade passt. Einige Infos gibt's sogar nur gedruckt. Logisch, dass Marc und seine Jungs da schnell mal den Überblick verlieren. Aber dann passiert's. Der Marc trifft seinen Kumpel Tim, der, wer hätte es gedacht, hat auch eine Firma und empfiehlt ihm ein Produktinformationsmanagementsystem. Ja, klingt kompliziert, ist aber leicht zu bedienen. Heißt kurz PIM-System und ist eine super Sache, sagt Tim, weil das ist eine Software, die Produktdaten zentral bereitstellt. Informationen in zig Sprachen und für etliche Marketingkanäle. Was super ist, wenn man Daten im PIM aktualisiert, werden sie automatisch überall aktualisiert, in allen Kanälen. Klar, dann sind alle Daten in allen Ausgabekanälen konsistent, wie es so schön heißt. Egal ob Mobile, Katalog, E-Catalog, Shop, Datenblatt oder Flyer. Das alles, sagt der Tim, treibt die Effizienz im Marketing und im Vertrieb so richtig nach oben. Und den Umsatz in sämtlichen Kanälen logischerweise auch, klar. Zum Beispiel, weil man Kundenanfragen viel schneller bearbeiten kann. Tim, der alte Fuchs, hat auch gleich ein PIM-System parat, das, meint er, super zu Marc und seinen individualisierten Produkten passt. Shiva von den Netzgiganten. Weil es konfigurierbare Produkte mit 1 Billiarde verschiedener Bauarten abbilden kann. Für alle, die mit Mathe nix am Hut haben, das ist eine 1 mit 15 Nullen. Aber was noch wichtiger ist, diese Varianten eines Produkts, die sind nicht einzeln abgespeichert, sondern als ein Produkt. Heißt im Klartext, wenn man was ändern will, muss man nicht alle Varianten abändern, sondern eben nur ein einziges Produkt. Mal angenommen, sagt Schlaumeier Tim, der Marc würde in Zukunft eine grundsätzliche Änderung bei seiner Leuchtenserie Aurora vornehmen wollen. Und zwar, alle Leuchten, die einen grünen Schirm haben, gibt's in Zukunft immer mit einer Borte. Für so eine Änderung müsste Marc dann nur genau ein Merkmal in einem Produkt ändern. Die betreffenden Leuchtenvarianten ändern sich dann nämlich automatisch mit. Zack. Ist nur ein Beispiel. Natürlich könnte es bei der Änderung auch um Brandschutz gehen, zum Beispiel einen feuerhemmenden Schirm. Wenn man ein anderes PIM-System hat, Pech gehabt. Da müsste man nämlich alle grünen Schirme einzeln ändern. Viel Spaß auch. Der Marc ist jetzt überzeugt. Er weiß jetzt nämlich, dass er mit Shiva seine Produktinformationen trotz der zigtausend Bauvarianten mit super wenig Aufwand aktuell halten kann. Das Produktportfolio kann er für jeden einzelnen Marketingkanal frei und ganz al gusto festlegen. Und damit zum Beispiel ganz einfach Broschüren für verschiedene Kundengruppen erstellen. Er kann mit neuen Produkten schneller an den Markt gehen und er kriegt im Internet viel leichter neue Kunden. Also ruft der Marc sofort die Netzgiganten an. Warum? Genau, er will einen Präsentationstermin. Bis demnächst, Marc.